Hallo meine Lieben, heute der letzte Tag in dieser kleinen Serie, wo es um den F1 von Xtool geht, und da habe ich mir ein Thema rausgepickt, was viele interessieren könnte, nämlich das Stempellasern, weil es ist ja das Schöne, dass ich dann nur den kleinen Arbeitsbereich putzen muss und nicht den großen Arbeitsbereich, wie zum Beispiel beim M1 oder beim S1. Und ja, da wollte ich mal angucken, wie gut das funktioniert, und dann wollte ich auch so ein bisschen ein kleines Fazit ziehen von den letzten Tagen, wo ich die Vorteile und auch die Nachteile zu diesem Laser mir angucken will. Mehr dazu seht ihr auch gleich nach dem Intro. Heute geht es, wie gesagt, ums Stempelgravieren oder Ausschneiden, wie auch immer man das in dem Fall nennen will. Ich habe den Stempelgummi von Xtool und dann noch ein AZ-Mount, damit ich das dann auf den Acrylblock machen kann. Sehr wahrscheinlich auch ein größeres Stück, wir gucken mal. Ich habe es extra ausgeschnitten, damit ich die Klappe dann wirklich auch zumachen kann im Laser, weil das wirbelt jeweils relativ viel Staub auf. Und wir starten mal mit der Datei, weil ich habe hier ein Motiv, das ich unbedingt haben wollte als Stempel, weil ich finde es immer so, wenn man Scrapbooks macht, die leer lässt und die so jemanden verschenkt, damit die wissen, was gedacht ist, um da ein Bild drauf zu machen, ist es immer schön, wenn man so einen Stempel hat. Das wollte ich haben und deshalb habe ich den hier auch gemacht. Ich zeige euch kurz, wie ich das gemacht habe. Es ist eine Datei, wie meistens bei mir, von Creative Fabrica. Ich blende das hier kurz aus, damit wir da von Anfang an starten können. Und zwar gehe ich hier rein und hole mir ein Bild. Das war ein Camera SVG Bundle. Und kurz gucken, da hat es verschiedene Kameras drin. Das war hier SVG 44. Und nur um euch kurz zu zeigen, von wo die Datei ist, das ist eben Creative Fabrica, das hieß Camera SVG Bundle, Camera Photography. Das ist ein ganzes Bundle von 25 Bildern. Jetzt habe ich das hier eben als SVG, und wenn ich hier sage Flächengravur, dann sehe ich schon, er hat mir zwei Ebenen angelegt. Eine orange, und die brauche ich eigentlich nicht. Das heißt, diese Ebene hier, das kann ich komplett alles... Upsi, das wollte ich so nicht. Nur die Ebene, das löschen, genau. Dann habe ich nur noch diese schwarze Ebene. Und da mache ich das so, dass ich das gleich auch kombiniere. Damit das ein Teil ist, ein bisschen kleiner, und gebe hier ein Viereck in den Hintergrund, weil ich will es nachher invertieren. Gucke ich, dass ich nicht zu viel Rand ringsherum habe, hebe hier die Verknüpfung auf, damit ich die Größe individuell machen kann. Weil je mehr Rand ihr ringsherum habt, desto mehr muss er weglasern. So, das passt für mich, sage ich kurz auch Gravur, und gebe die aber in den Hintergrund. Und jetzt markiere ich beide und sage hier beim Kombinieren trennen. Weil dann ist das, also das ist jetzt quasi alles ein Teil. Das Weiße ist leer, also es ist transparent im Hintergrund. Seht ihr vielleicht, wenn ich das ins Graue hier rüber nehme. Das ist genau das, was ich haben will. Das heißt, das Weiße wird er nicht lasern, sondern nur das Schwarze. Und somit wird da die Fläche abgetragen und ich habe dann quasi alles, was weiß ist, bleibt dann als Stempel stehen. Und natürlich, weil es ein Stempel ist, muss ich den auch immer spiegeln, horizontal. Das ist das, was ich vorbereitet habe. Ich könnte eigentlich auch gleich das hier nehmen, weil das andere war nur zum Zeigen. Dann habe ich eigentlich auch schon meine Datei. Jetzt muss ich noch gucken, wie groß ich die haben will. Ich hätte hier schon gerne eine anständige Größe, und von dem her
mache ich die Breite 4 cm. Das heißt, hier oben müssen wir 40 mm eingeben. Das wird die Größe sein, die ich haben will. Das gebe ich mir hier so in die Mitte. Genau. Und dann von den Einstellungen her nehme ich die Power, also logischerweise Blaulicht. Dann nehme ich die Power 90. Geschwindigkeit nehme ich 50. Durchgang einer und Linien hätte ich gerne 200. Bidirektional stimmt alles. Passt. Genauso will ich das haben. Und dann können wir eigentlich schon den Laser einschalten. Ich habe hier an den Stempelgummi ein Doppelklebeband, so 2 Streifen hinten dran gemacht. Geht ganz einfach darum, dass das nicht verrutscht und vom Metall kann ich es ja einfach wieder weglösen, von dem her passt das. So, dann kann ich hier mal die Punkte aufeinander bringen. Natürlich die Lenscap wegnehmen, geht ein bisschen einfacher. So, dann sind die schön übereinander. Jetzt kann ich einen Rahmenabfahren machen und mein Element noch so ein bisschen verschieben, damit ich die obere Ecke vom Stempelgummi gehe. Kann ich das unten immer noch für einen kleinen Spruch verwenden. So, passt. Nochmal die Einstellung überprüfen. Sollte alles passen. Dann können wir hier zumachen und den Filter schalte ich auf komplett hoch. Dann wie immer natürlich Laserbrille anziehen. Dann kann ich hier sagen, bearbeiten, starten. Und dann bin ich gespannt, wie das Resultat wird. Er hat 8 Minuten gebraucht. Jetzt gucken wir uns mal das Resultat an. Ich versuche den wirklich nicht zu bewegen und gehe nur hier kurz über eine Kante, um zu gucken, wie tief das ist. Hier das Material ein bisschen wegnehme. Und das ist zu wenig tief. Ich brauche nicht durch ein Stempelgummi durchzugehen, aber das ist definitiv zu wenig tief. Gut. Jetzt liegt er ja immer noch an der genau selben Stelle und deshalb kann ich hier jetzt einfach sagen, okay, und nochmal sagen, respektive ich hätte vorhin schon sagen können, wiederholen. Liegt immer noch an derselben Stelle, also kann ich hier sagen, Start. Also habe ich jetzt, wenn ich das jetzt beim nächsten Mal mache, würde ich da einfach sagen 2 Durchgänge und nicht nur eine. Für euch hat es sehr wahrscheinlich jetzt die ganze Zeit so ausgesehen, als ob es eine Flamme gehabt hätte, aber das ist ganz einfach dieses Stempelmaterial, was wirklich extrem viel Staub aufwirbelt. Das reflektiert dann immer so und das sieht es aus, als ob es eine Flamme wäre, aber war es nicht, weil sonst hätte der Laser mir das auch gesagt und hätte automatisch sich ausgeschaltet. Von dem her aber natürlich, wenn ihr lasert, ihr bleibt wirklich immer beim Laser dabei und guckt, was der macht. Und jetzt sehe ich, dass es wirklich mit 2 Passes ist es tief genug. Wunderbar. Und ihr seht eben hier der ganze Staub. Das heißt, den Laser muss ich nachher gleich reinigen. Aber ich finde es super, weil ich nur diesen Bereich und die Linse und alles reinigen muss. Und beim S1 und beim M1 hatte ich ein riesen Laserbett, was ich dann reinigen musste. Und hier ist es tatsächlich halt einfach nur das, was ich wirklich super finde. Nochmal 8 Minuten 22, das heißt in Gesamtheit waren das ca. 17 Minuten jetzt. Jetzt
kann ich den runternehmen und den werde ich jetzt kurz unter dem Wasser abspülen. Also zuerst Mülleimer kurz ausklopfen und dann mit einer Zahnbürste wirklich ganz vorsichtig einmal reinigen. Ja, so sieht es aus, wenn das aus dem Blazer rauskommt. Genau, reinigen werde ich nachher, da müsst ihr mir nicht zugucken dabei. Und wenn das gereinigt ist, dann sieht das so aus. Und jetzt kann ich quasi einfach dieser Außenkante hier, gehe ich entlang mit einer Feinschnittklinge und schneide das aus. Deshalb geht es eigentlich auch einfacher, wenn ihr da etwas Quadratisches nehmt und das dann auszuschneiden. Und ich hätte tatsächlich bei mir auch ein bisschen großzügiger sein können, mit etwas Rand stehen lassen, ringsherum. Aber das kriegen wir hin. Ich gehe dann jeweils noch dem Rand entlang, wenn sich hier eine Kante gebildet hat, weil die seht ihr sonst nachher beim Stempeln. Die schneide ich so ein bisschen zurück. Natürlich ohne mein Motiv zu beschädigen. So, das sollte okay sein. Jetzt hinten natürlich gucken, dass das schön sauber ist. Dann kann ich meinen E-Zeit-Mount nehmen. Das reicht wunderbar. Da haben wir mehr als genug Platz drauf. Das heißt, ich klebe hier mein Motiv in möglichst die Ecke, damit ich nur 2 Seiten zurückschneiden muss. Weil das Ding klebt echt wie Wolle. So, dann kann ich hier der Kante entlang das auch noch ausschneiden. Auch erledigt. Und dann können wir hinten, ich drücke das nochmal gut fest, dann können wir hinten die weiße Abdeckung lösen. Und das klebt jetzt auch an meinem Stempelblock oder Stempeltool. Ich hole jetzt kurz das Stempeltool, damit wir den ein bisschen testen können. Dann nehme ich hier einfach einen Streifen Restpapier. Dann sage ich, upsie, Kamera muss so sein. Sorry, ihr möchtet sicher auch etwas sehen, ne? Ich mache das eher auf der Seite. Oder wie mache ich es? Zack, 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 zack. Ja, machen wir den schön in die Mitte. Kann ich den aufnehmen und ihr seht, der klebt wunderbar am Stempeltool drauf. Und jetzt muss man halt immer frische Stempel, müsst ihr dann schon ein paar Mal stempeln, damit die dann wirklich auch gut aussehen. Von dem her einmal richtig schön satt tränken. Das Papier kurz hin. Dann stemple ich den einmal, der wird sicher noch nicht gut sein. Genau. Stempel ich nochmal nach. Da würdet ihr jetzt auch sehen, wenn ihr am Rand irgendetwas abgeschnitten habt oder zu wenig abgeschnitten habt, dann würdet ihr das auch sehen. Ich kann sogar noch ein drittes Mal stempeln oder nachstempeln. Wie gesagt, das ist, wenn er frisch ist, sind die in der Regel
Noch nicht so super. So, war jetzt mal der erste Versuch. Mache ich das ein bisschen hoch. Jetzt sollte das eigentlich mit zweimal Stempeln auch schon gut funktionieren. Ja, das passt doch. Wunderbar. Und eben, ich kann das nicht nur mit dem Stempeltool, sondern ich kann da ganz einfach auch einen Stempelblock nehmen. Und so stempeln. Jetzt habe ich zu fest gedrückt. Moment. Das ist so das Resultat mit einmal Stempeln. Deshalb arbeite ich halt doch dann lieber mit dem Stempeltool. Weil dann könnt ihr nochmal nachstempeln und habt eine schöne satte Farbe. Ist nicht nur mit den Stempeln so, sondern das mache ich eigentlich mit allen Stempeln. Aber ihr seht hier, wie viele Details ich mitnehmen konnte. So rund um die Linse, die weißen Linien, selbst im Herz drinne haben wir noch weiße Linien. Das hat das alles wunderbar gelasert. Und so habe ich jetzt wunderbar meinen Stempel, wo ich jeweils in meinen Scrapbooks quasi auf das weiße Papier drauf einen Stempel machen kann, damit man weiß, hier kommt ein Foto hin. Klasse! Und das Schöne ist wirklich, ich muss eben jetzt nicht einen riesen Laser reinigen, sondern ich kann hier nur den kleinen reinigen. Das war allerdings auch, also weil der so dermaßen Staub aufwirbelt, das war jetzt auch das erste Mal, dass ich beim Lasern das Fenster wirklich geöffnet hatte. Und ja, es war für mich jetzt nicht unerträglich, aber ich dachte, ach besser, kurz Fenster auf. Ihr habt ja auch noch einen zweiten Schlauch, das heißt, wenn ihr viel solche Stempel lasern wollt, dann könnt ihr durchaus quasi den zweiten Schlauch dann noch nach außen leiten. Und wenn ich euch gesagt habe, ne, ich habe das Stempelgummi von Xtool verwendet, es geht einfach darum, ihr könnt nicht irgendein Stempelgummi nehmen, sondern ihr müsst ein Stempelgummi nehmen, was fürs Lasern gemacht ist, weil alle anderen, da habt ihr sonst wieder das Thema mit den giftigen Dämpfen, also wirklich hier Stempelgummi, der fürs Lasern gemacht ist. Genau, das wollte ich heute noch zeigen und jetzt würde ich sagen, nach den ganzen Testprojekten, die ich gemacht habe in den letzten Tagen, wollte ich so ein bisschen Revue passieren lassen und so für mich so die Vor- und Nachteile angucken und dazu kommen wir jetzt gleich. Ich habe ja in den letzten 5 Tagen durchaus einiges ausgetestet. Wir hatten hier am Anfang, wo ich einfach das Starterpaket genommen habe und da so ein paar Sachen ausprobiert habe, was in dem Paket drin war. Das heißt, die Business Cards zu lasern, dann hier, was ich herausgefunden habe, bei mir per Zufall, dass Acryl sich eigentlich super auch mit dem IR-Laser lasern lässt. Dann die Schieferuntersetzer, solche Baumuntersetzer, dann das Leder, die Lederpatches, wo dann Silber hervorkommt, diese Scratch-Off-Karten und dann eben auch Holz gravieren und schneiden. Das war so das, was wir im ersten Video gemacht hatten, wo ich versucht habe, mich so ein bisschen auf den Diode-Laser zu konzentrieren. Dann am zweiten Tag so ein bisschen alles mit dem Infrarot-Laser, respektive der Vergleich von Diode zu Infrarot auf den Business Cards, aber dann den Rest einfach die Metalle, die ich hatte, die dann mit dem Infrarot-Modul zu lasern. Dann am dritten Tag hatte ich euch gezeigt, wie ihr eben unten ganz einfach die Abdeckung wegnehmen könnt und auf ein größeres Element dann ein Motiv drauf lasern könnt und dann die Extension, dass ihr da ganz einfach euer Element drauf packen könnt und es dann durchgespult wird und da eben auch nochmal die Coasters, aber da 4 Stück davon, dass ihr da mehrere auch drauf machen könnt und die dann durchlaufen lassen könnt. Dann hatten wir am 4. Tag
die Flaschen gravieren mit dem Rotary Tool einerseits, aber dann auch den kleinen Hack, wenn ihr etwas habt, was eben nicht so breit ist, dass ihr da dann mit der Karte auch gucken könntet, wie breit ihr jeweils gehen könnt und da eine Flasche auch ohne das Rotary Tool gravieren könnt. Und heute eben noch zum Abschluss das Stempellasern, damit ihr da auch seht, wie gut das funktioniert. Und ihr werdet es gemerkt haben, ich konnte es nicht verbergen, ich war schlicht und ergreifend begeistert. Es hat mir wirklich mega viel Spaß gemacht, das alles auszutesten. Und es ist ja so, ich habe ja den Laser von Xtool zur Verfügung gestellt bekommen, im Gegenzug, dass ich eben die Videos mache. Und also es ist nicht ganz günstig, weil ich investiere da jeweils schon extrem viel Zeit darin, die ganzen Videos vorzubereiten, zu filmen, dann zu schneiden und so weiter und so fort und Fragen zu beantworten. Also ich habe ihn nicht umsonst gekriegt. Ich wollte einfach das mal sagen. Genau. Aber ich muss auch sagen, ich hätte mir den tatsächlich auch gekauft, wenn ich jetzt den nicht zur Verfügung gestellt bekommen hätte, weil ich so ein kleines Gerät unbedingt auch haben wollte. Jetzt ist es aber so, dass Xtool mir nicht sagt, was ich sagen muss oder auch die Videos nicht vorneweg kriegt, um das irgendwie zu beurteilen, sondern ich bin hier absolut frei in meiner Meinung. Und die länger auf meinem Kanal sind, wissen auch, dass ich meine Meinung durchaus ehrlich auch sage, wenn mir irgendwas nicht passt oder wenn ich irgendetwas nicht gut finde. Aber hier fällt es mir ein bisschen schwer, irgendwas Negatives zu finden. Aber wir gucken uns die ganze Geschichte mal an. Das erste Thema, das Wichtigste, ist ganz einfach das, dass ihr hier einen Laserklasse 4 Laser habt. Und deshalb können den auch nicht alle kaufen. Ich habe, soweit ich das eben verstanden habe, in Deutschland ist es so geregelt, dass ihr als Privatperson die Laserklasse 4 gar nicht kaufen könnt. Von dem her fällt das weg für diejenigen und ja, das ist einfach so, wie es ist. Wenn es darum geht, ist jetzt der Laser was für mich oder nicht für diejenigen, die den kaufen können, ist für mich immer wirklich so die Frage, genau gleich wie bei den Plottern, was wollt ihr damit machen? Wenn ich jetzt weiß, dass ich immer sehr große Sachen lasern will, wo ich ein großes Laserbett brauche, dann wird das die falsche Option sein. Wenn ich aber jetzt zum Beispiel extrem viel Schmuck laser oder eben ich gerade so mit den kleinen Sachen, die ich gerne für Geschenkboxen oder so verwende, da ist es natürlich wieder hilfreich, weil ich brauche nicht einen Riesenlaser, um so kleine Sachen zu lasern. Da finde ich es wirklich super, gerade von der Handlichkeit und von der Größe her, die er hat, weil die 11,5 x 11,5 cm reichen eben für diese Sachen wunderbar. Und ihr könnt eben auch unten das Bett wegnehmen oder die Platte wegnehmen und dann auf größere Sachen auch so lasern. Und für mich ist es so wie zum Beispiel Cricut Joy. Ich habe mehrere Plotter, aber die Cricut Joy habe ich immer nebendran, neben meinem Arbeitsplatz quasi oder neben meinem Bastelplatz, weil ich da die sehr schnell einfach nehmen kann, kurz was damit machen kann. Ich kann sie mit dem iPad bedienen und das ist für mich wirklich ein großes Thema, weil ich meinen Laptop nicht immer mit dabei habe. Und genauso verhält es sich hier. Den kann ich wirklich nebendran auf ein Regal stellen und den kurz nehmen, um irgendwas zu lasern. Er ist super handlich und nein, er ist nicht 46 Kilo, sondern 4,6 Kilo. Gruß an die Kommastelle. Genau, aber es ist wirklich, er hat ein Gewicht, wo ich das auch tragen kann oder kurz auf den Tisch rübernehmen kann. Und eben, ich kann es auch mit dem iPad bedienen. Von dem her bin ich da wirklich super flexibel damit. Ich würde trotzdem aber den S1 nicht weggeben, ganz ehrlich gesagt, weil ich eben gerne auch große Sachen mache. Also da wirklich, dass ihr euch überlegt, was wollt ihr denn genau damit machen. Wenn es um den Platz geht, eben ihr habt auch noch die Möglichkeit mit der Extension, dass ihr da dann auch größere Sachen, also größer nicht die, in der Breite seid ihr immer noch auf die 11,5 cm eingeschränkt, aber in der Länge könnt ihr dann bis 40 cm lasern. Da habt ihr eine weitere Möglichkeit oder eben auch Batch-Produktionen zu machen, wenn ihr mehrere lasern
wollt. Das ist das eine, plus eben für mich auch ein Vorteil. Ich habe ja die Flaschen hier mit dem Rotary Tool oder die hier mit dem Rotary Tool gemacht, wenn ich so groß gehen will. Finde ich super, dass das selbst mit so einem kleinen Laser funktioniert. Ich bin heute Morgen, hatte ich einen kleinen Fauxpas, weil jemand gefragt hat, kann ich das Rotary Tool auch auch als private Person nutzen? Und ich habe den Link nicht gemacht, weil ihr müsst ja beim M1 und beim S1 müsst ihr die Erhöhung haben, damit ihr das Rotary Tool reinmachen könnt. Und beim S1 ist es kein Problem, weil der ja selbst mit der Erhöhung eine Klasse 1 Laser ist. Aber der M1 ist mit der Erhöhung eine Klasse 4 Laser, also habt ihr da auch wieder das Problem, dass ihr als Private das dann den nicht nutzen dürft. Also ja, da sind wir wieder bei den Laserklassen. Aber eben jetzt mit dem F1 finde ich es wirklich super, dass ich selbst bei der Größe hier ganz einfach solche Flaschen lasern kann. Und was ich auch mega finde, weil ihr habt ja gesehen, ich habe Diode-Sachen gelasert und Infrarot-Sachen gelasert. Und ich habe ein zusätzliches Modul für den S1, den Infrarot-Laser, aber der kostet schon ein gutes Stück Geld. Und das finde ich hier wirklich Hammer, dass ich in diesem kleinen Gerät drinne beide Laser drin habe, nämlich den Diode-Laser, den 10 Watt, plus eben den Infrarot-Laser und somit eigentlich beide Sachen lasern kann. Das heißt ganz normal Holzsachen, hier eben das Leder, Schiefer, solche Sachen, aber dann halt einfach auch die Metallsachen mit dem Infrarot-Laser. Das finde ich wirklich Hammer, dass das alles in einem Gerät da zusammen ist. Plus ein weiterer Vorteil auch, weil er eben mit Spiegeln arbeitet, ist er wirklich extrem schnell. Also wenn ich nicht jetzt gerade so, bei dem ging es ja ein bisschen länger, weil ich hier einfach also eine hohe DPI hatte, gingen die Motive hier doch ein bisschen länger. Aber wenn ich was Einfaches habe, wo ich eben nicht eine hohe DPI brauche, dann geht es echt super schnell. Ich glaube, die Flasche hier hat man zum Beispiel in 22, waren es 1,5 Minuten? Ja, genau, 1,5 Minuten war die für einen Durchgang, im zweiten nochmal 1,5 Minuten und dann habt ihr eine Flasche durch. Also die Geschwindigkeit ist wirklich Hammer. Und das kann er eben, weil er nicht auf der X- und Y-Achse herumfährt und auf der Z-Achse, wie zum Beispiel beim S1, sondern bei der mit Spiegeln arbeitet. Dadurch kann der auch so dermaßen schnell lasern. Das weitere Coole finde ich auch, dass ich eben dadurch, dass ich hier so eine Erhöhung habe, tatsächlich Holz nicht nur gravieren kann, sondern tatsächlich auch schneiden kann. Das ist eine extrem coole Sache, weil ich die eben gerne so als Anhänger für meine zum Beispiel Geschenkboxen oder solche Sachen verwende. Und was ich auch super finde, ist, dass ich trotzdem eben einen Filter habe, der jetzt aber auch nicht so riesengroß ist oder riesengroß, der jetzt auch nicht so groß ist wie den ich für den M1 und den S1 habe, sondern der Filter hier wirklich eigentlich quasi fast dieselbe Größe hat wie der F1. Somit auch da nimmt er nicht wirklich viel Platz weg. Das mit dem Bedienen habe ich schon gesagt, dass ihr eben nicht nur mit dem PC damit arbeiten könnt, sondern auch mit dem iPad. Ich habe jetzt hier alles mit dem iPad gemacht, weil ich halt einfach sehr gerne mit dem iPad arbeite und das schnell zur Hand habe. Für diejenigen, die jetzt gerne mit Lightburn arbeiten möchten, da könnt ihr natürlich das auch machen. Da gibt es auch eine Anleitung bei Xtool, wie ihr das installiert oder miteinander verbindet. Da habe ich keine Erfahrung damit, weil ich habe bis jetzt eigentlich immer mit der Software von Xtool gearbeitet. Ein anderer Vorteil für mich war eben auch das, was ich euch heute gezeigt habe, nämlich hier kurz einen Stempel oder kurz. Hat auch ein paar Minuten gedauert, aber hier den Stempel zu lasern und dann nicht das komplette Bett vom S1 putzen zu müssen, sondern einfach hier nur das kleine vom F1 und dann auch kurz die Linse mit dem Isopron-Alkohol zu putzen. Ging alles wirklich relativ schnell, der ist jetzt auch schon wieder sauber. Von dem her, das für mich auch ein Vorteil. Und ihr seht jetzt ein bisschen, ich habe euch einfach die Anwendungsfälle gezeigt, die ich damit mache. Aber ihr müsst euch wirklich entscheiden, was wollt ihr grundsätzlich mit einem Laser machen.
Und erst so könnt ihr eigentlich entscheiden, welcher Laser jetzt der richtige für euch ist. Und dann gucken könnt, na, je nachdem, was ich damit machen will, kann der das oder kann es nicht, welcher kann es besser, was habe ich für Vor- und Nachteile, das wirklich für euch überlegt. Ja, und Sicherheit natürlich auch ein Thema, das heißt, weil wir eine Laserklasse 4 haben, nur weil ihr den dann kaufen dürft, wenn ihr ein Gewerbler seid, heißt das noch lange nicht, dass ihr die Sicherheitsvorkehrungen nicht beachten solltet. Das heißt für mich zum Beispiel, wenn ich lasere, da ist kein Haustier in der Nähe, da sind keine Kinder in der Nähe oder auch keine andere Person. Ich trage bei dem immer eine Brille, und zwar die richtige Brille, die beide Spektrum abdeckt, damit, weil wir teilweise gerade so hier Rotary Tool oder bei der Extension, da schließen wir den Laser ja nicht komplett, und ja, also Sicherheit geht vor. Was ich schön fand betreffend Sicherheit ist wirklich, als ich hier versucht habe, das Acryl zu schneiden, und das geht normalerweise mit dem Laser, aber ich hatte einfach die falschen Einstellungen, und da hat es eine kleine, ganz kurz eine kleine Stichflamme gegeben, und der hat sofort Alarm geschlagen und gesagt, hier, na, ist etwas los, und hat wirklich der Alarm war nicht zu überhören, und das fand ich wirklich gut, das zu sehen, dass das auch wirklich funktioniert. Aber nichtsdestotrotz, ich bin immer beim Laser mit dabei, wenn ich lasere. Das finde ich auch wirklich ein wichtiger Punkt, dass ihr das berücksichtigt und nicht einfach, ich lasse den mal machen und gehe irgendwas in einem anderen Raum erledigen und lasse den einfach alleine arbeiten. Für mich ist es wirklich, wenn ich lasere, dann bin ich beim Laser dabei. Ihr merkt, es ist für mich ein bisschen schwierig, irgendetwas Negatives zu finden. Das Einzige, was ich hatte, also ich fange kurz mit dem Vorteil an. Das Thema ist ja, dass ich quasi eine Vorschau habe, wo ich sehe, wo das Motiv zu landen kommt. Und das ist hier auch mit der Erweiterung super gelöst, dass ich wirklich mit dem Rädchen das abfahren kann. Aber manchmal hat es mir so ein bisschen gefehlt, dass ich das, was ich auf dem Bildschirm sehe, auch also das Laserbett quasi sehe. Da werde ich mir garantiert noch eine Vorlage machen oder eine Schablone machen, damit ich das so ein bisschen besser sehe. Und ja, jetzt gerade zum Beispiel, wenn ich viele von denen hier lasern will, dann werde ich mir dafür sicher eine Schablone machen aus Holz, wo ich dann einfach die Ausbuchtungen habe, ein paar drauflegen kann und das quasi immer am selben Ort platzieren kann. Dann geht es auch so ein bisschen schneller. Also man sieht's klar mit diesem blauen, mit der Umrahmung. Und ich finde auch super, dass es eben nicht nur das Viereck ist, sondern dass ich wirklich hier die Form gesehen habe, aber eben das von wegen, wenn ich auf dem Arbeitsplatz bin, dass ich so ein bisschen sehen würde, wie das Laserbett aussieht. Das wäre noch super, aber das ist Jammern auf hohem Niveau. Der zweite Punkt, der mir einfällt, ist der von den Voreinstellungen. Also ich bin mir gewohnt vom Lasern her, dass ich mir jeweils Testraster erstelle, und das würde ich euch wirklich auch empfehlen, weil ihr habt es hier bei dem gesehen, ich habe einfach mal gesagt, ich nehme die Einstellungen von Xtool, und da war das, wo dann die Flamme entstanden ist, weil es einfach zu hoch war. Von dem her, das wäre noch so ein Punkt, dass die Materialeinstellungen, die Voreinstellungen vom Material von Xtool, dass die nicht immer stimmig sind oder einfach für mich tendenziell, das habe ich auch schon mit den anderen Lasern gemerkt, dass die tendenziell immer zu hoch sind. Von dem her, ja, ist es für mich wirklich unabdingbar, dass man hier Testraster macht. Ihr habt hier bei den Tests gesehen, ich habe hauptsächlich einfach mal die Einstellungen verwendet, die Xtool vorgegeben hat. Hat auch bei den meisten Sachen funktioniert. Aber gerade bei dem hier eben, wo eine kleine Flamme entstanden ist, weil die Einstellung zu hoch war, war nicht so gut. Aber ja, wie ich gesagt habe, ich würde da wirklich Testraster machen, und dann könnt ihr eure Materialien, dann kennt ihr euren Laser so ein bisschen besser und könnt jeweils einfach die Einstellungen nehmen, die ihr euch notiert habt oder die ihr euch gespeichert habt, und dann funktioniert das auf Anhieb auch besser. Und das sind echt für mich die einzigen beiden negativen Punkte, die ich sagen kann. Wirklich alles andere, mir fällt nichts Negatives weiteres ein. Es tut mir leid, ich bin wirklich begeistert von diesem Gerät. Und
ich hätte mir den wirklich tatsächlich auch selber gekauft, wenn ich den nicht zur Verfügung gestellt bekommen hätte. Und das hat sich jetzt auch nicht geändert, nachdem ich die ganzen Tests gemacht habe. Ich bin immer noch derselben Meinung und ja, hatte wirklich einen riesen Spaß daran. Und ich hoffe, das hat euch auch so ein bisschen geholfen, hier die ganzen Tests zu sehen und dass ich meine Erfahrungen mit euch geteilt habe. Und es lohnt sich natürlich immer auch bei anderen reinzugucken, die den Laser auch schon verwenden. Wenn euch das gefällt, was ich mache, ich bin natürlich immer dankbar, wenn ihr euch ja zum Beispiel entscheidet, so ein Gerät zu kaufen, wenn ihr die Links verwendet, die ich unten in der Beschreibung drin habe. Dann bekomme ich eine kleine Provision dafür, aber ihr bezahlt nicht mehr dafür. Na, hier, dieser Hinweis. Ja, und somit war es das jetzt auch mit dieser kleinen Serie. Ich hoffe, euch hat es gefallen, dass es eben hilfreich für euch war und dass ich euch in einem meiner nächsten Videos wiedersehe. Bis bald!